Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir köstliche, gesunde Chocolate Crunchies her, die sehr einfach und in kurzer Zeit herzustellen sind und jeder kann sie nachmachen. Darüber hinaus sind sie auch noch sehr gesund und sie schmecken köstlich und stellen eine tolle Alternative zu herkömmlicher, ungesunder Schokolade dar. Sie ähneln ein wenig meinem alten Rezept zu den Peanut Butter Crunchies, das kann ich euch hier oben gerne verlinken. Zuerst geben wir Stevia-Schokoladendrops in eine Schüssel und dazu geben wir das Kokosöl in bionativer Form hinzu und bringen diese auf dem Herd bei niedriger Temperatur zum Schmelzen. In dieser Zeit werden wir eine rohe, naturbelassene Nussmischung klein hacken und auch für große Nussstücke sorgen und die kommen dann in eine Schüssel. Dazu geben wir Bio-Kokosflocken hinzu, dann Xylit zu Puder vermahlen, dann stellen wir die Bio-Erdnusscreme bereit und ebenso das Bio-Mandelmus. Die genauen Mengenangaben werde ich wie immer unten in der Infobox unter dem Video bekannt geben. Hier kommt jetzt das Bio-Mandelmus hinzu und dann kommt die Erdnusscreme dazu. Als nächstes kommt ein Esslöffel von meinem selbst hergestellten Vanilleextrakt hinzu, das war der Rest, ein Teelöffel frisch gemahlener Zimt und eine Prise Halid-Salz oder Himalaya-Salz. Wichtig zu erwähnen, dass wir grundsätzlich in der Küche immer nur Natursalz verwenden und niemals das ungesunde Kochsalz. Dann kommt noch ein Messlöffel Stevia hinzu. Der verstärkt die Süße nochmal um ein Vielfach, sodass man am Xylit sparen kann. Und letztendlich kommt die geschmolzene Schokolade mit dem Kokosöl hinzu. Dann wird alles gut durchgemischt, bis wir eine cremige Konsistenz erreichen. Und da ich den Rest meines Kokosmilchpulvers loswerden wollte, habe ich das noch hinzugegeben. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen sehr leckeren Kokosgeschmack. Das Kokosmilchpulver hatte ich zum Beispiel für meine weiße Schokolade benutzt. Das Rezept dazu kann ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Das Kokosmilchpulver ist allerdings optional in diesem Rezept, das muss nicht unbedingt hinzugegeben werden. Ja, und sobald wir eine schöne Konsistenz erreicht haben, geben wir jetzt diese geschmolzene Schokoladenmischung in eine Silikonform, um daraus Schokoladenquadrate herzustellen. Man könnte allerdings natürlich auch die Schokolade einfach so als Schokoladenhäufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech zum Beispiel geben, wie hier in diesem Fall. Aber da wäre es besser fürs Auge, die Schokoladenmischung kurz im Kühlschrank vorzukühlen, damit diese Häufchen nicht so platt werden, wie wir das jetzt hier sehen, durch die warme Außentemperatur, sondern eine schönere Form bekommen. Beide Formen kommen dann in den Kühlschrank über Nacht und am nächsten Morgen nehmen wir die fertigen Schokoladenquadrate und Crunchies aus dem Kühlschrank und aus der Form heraus und schon haben wir unsere fertigen, köstlichen Schokoladen-Crunchies fertig hergestellt und man könnte sie dann so verzehren. Ein überaus köstlicher Genuss. Die gesunden rohen Nüsse darin und auch in Form des Mandelmus und der Erdnussbuttercreme sind eine Wohltat für das Herz und die Blutgefäße. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten einen Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Denn Nüsse sind eine hochkonzentrierte Nahrung mit extrem hoher Nährstoffdichte, was bedeutet, dass man von Nüssen nicht sehr viel essen muss, um satt zu werden. Gleichzeitig tragen bereits kleine Nussmengen enorm zur Deckung des täglichen Nährstoff- und Vitalstoffbedarfs bei. Nüsse enthalten sehr viele hochwertige Fette mit vielen gesundheitlichen Vorteilen, so ist die Fettsäurenzusammensetzung in vielen Nüssen ganz hervorragend. Nüsse schützen also nicht nur Herz und Gefäße, sondern sie schenken auch Antioxidantien, sie sind reich an Folsäure und Magnesium, sie sind wertvolle Proteinlieferanten, sie senken das Diabetesrisiko, sie beugen Gallensteinen vor, sie schützen vor Pankreaskrebs und sie machen den Kopf klar. Während das Kokosöl und die Kokosmilch in Form des Pulvers hier in diesem Rezept nicht nur köstlich schmecken, sondern dank ihres hohen Anteils an mittelkettigen Fettsäuren vom Körper als schneller Energielieferant genutzt werden und werden im Gegensatz zu anderen Fetten nur selten ins Fettgewebe eingelagert. Abgesehen davon soll Kokosmilch gegen Akne wirksam sein und sogar die Schilddrüse bei einer Unterfunktion stimulieren können. Mit dieser gesunden, ketogenen Süßigkeit können wir daher im Gegensatz zu herkömmlicher, ungesunder Schokolade Blutzuckerschwankungen vermeiden und uns vor der Volkskrankheit Diabetes Typ 2 schützen. Die Details zur ungesunden, kohlenhydratbehafteten Ernährung findet ihr in meinem Video zur ketogenen Ernährung. Das verlinke ich euch hier oben.
Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.